YouTube schafft die alten Videoanmerkungen ab und was das für euch bedeutet, das schauen wir uns gleich nach dem Intro einmal an. Damit hallo zu einer weiteren YouTube-Lupe hier auf dem Kanal und ihr habt sicherlich schon auf der einen oder anderen News-Seite gesehen oder vom einen oder anderen YouTuber gehört oder ihr habt auch diese wunderschöne blaue Meldung im Dashboard, Videomanager und überall und nirgends schon gesehen. Die Videoanmerkungen werden abgeschafft, YouTube schaltet sie zum 2. Mai hin ab. Und was ändert sich jetzt für euch? Naja, für die meisten wahrscheinlich nicht wirklich viel. Die alten Videos bleiben komplett unangetastet, das heißt, wenn ihr dort Anmerkungen eingefügt habt, dann bleiben die auch weiterhin bestehen, können weiterhin genutzt werden. Allerdings könnt ihr sie nicht mehr bearbeiten, weil der entsprechende Editor auch komplett mit entfernt werden soll. In Zukunft wird es also nur noch möglich sein, die entsprechenden Endkarten zu nutzen. Ein entsprechendes Tutorial dazu habe ich in einer Infokarte da oben verlinkt und diese Infokarten könnt ihr natürlich auch weiterhin nutzen. Das Schöne an beiden Varianten ist, dass sie auf wesentlich mehr Endgeräten funktionieren. YouTube selbst gibt an, dass mittlerweile 60% der Wiedergabezeit auf mobilen Endgeräten erzielt werden und das ist doch schon eine ganze Hausnummer, wenn man bedenkt, dass die alten Anmerkungen ja wirklich nur auf dem Desktop nutzbar waren. Und auch wenn ich mich als Webentwickler durchaus darüber freue, dass so ein altes Relikt mal entfernt wird, weil es wurde ja kaum geupdatet. Ich kann mich da irgendwie an 1, 2 wesentliche Updates erinnern, aber ansonsten war da nie wirklich was. Die Klickraten sind saumiserabel und die Wahrnehmung bei den Nutzern ist auch nie wirklich so die beste. Von daher aus der Sicht ist es natürlich ziemlich gut, dass das Ganze jetzt abgeschafft wird. Aber so als langjähriger YouTuber vermisst man dann doch so ein bisschen Funktionalität in Info- und Endkarten, die einfach in den Anmerkungen da waren und die jetzt aber noch nicht umgesetzt wurden. Das sind zum Beispiel einfache Textanmerkungen mitten im Video, sei es jetzt, dass man eine gewisse Aussage im Video noch korrigieren möchte im Nachhinein aufgrund von 4 Nachfragen oder dergleichen oder dass, wie es manche gemacht haben, entsprechende Rechtschreibfehler mit Textanmerkungen korrigiert wurden oder dass man auch mitten im Video tatsächlich auf noch ein Video verweisen kann und auch das Ganze visuell irgendwie im Video hat und nicht nur als kleine Infokarte irgendwo oben in der Ecke. Und diese Info- und Endkarten sind wirklich für eins gut und zwar für die Verlinkung auf andere Kanäle, zum Verlinken auf Abonnieren beziehungsweise auf das Verlinken von Videos und Playlisten oder auch auf externe Webseiten. Aber ihr merkt schon, dass es alles eben verlinkt und nicht jetzt irgendwie noch eine gewisse textuelle Anmerkung. All das müsste jetzt dann dementsprechend im Vorfeld wirklich passieren, bevor das Video geuploadet wird oder im Nachhinein dann als angepinnter Kommentar unten oder in der Infobox oder irgendwie so in dergleichen. Aber es ist eben nicht mehr so schön im Video mit drin. Ein weiteres Manko der Endkarten ist auch, dass sie eben nicht auf allen Geräten verfügbar sind. Wenn ich beispielsweise in der YouTube-App auf meinem Telefon ein Video starte und das dann entsprechend auf dem Fernseher abspielen möchte oder auf dem Chromecast oder dergleichen, dann werden dort auf dem Fernseher keine Endkarten angezeigt und auch auf dem Telefon sehe ich sie da nicht mehr, weil dort der Platz eingenommen wird durch anderweitige Bedienelemente. Also ganz ideal ist das auch noch nicht. Und ganz ehrlich, so überragend sind die Klickraten der Endkarten jetzt auch nicht gerade. Vielleicht ist es bei anderen YouTubern anders, aber ich komme da nur so auf 1 bis 2% an Klickraten. Klar ist das schon deutlich mehr als die 0,1, 0,2%, die es vorher in den Anmerkungen waren. Aber ein sonderlich extremer Sprung ist das jetzt nicht gerade, insbesondere wenn man sich mal so die absoluten Klickzahlen ansieht. Aber gut, das ist vielleicht bei anderen YouTubern anders. Da könnt ihr mir eure Meinung mal gerne unten in die Kommentare mit reinschreiben. Und ansonsten denke ich, haben die Infokarten und Endkarten noch einiges vor sich, um noch ein bisschen mehr Funktionalität zu bieten. Grundsätzlich funktionieren sie aber ziemlich gut und sind auch besser und einfacher in der Handhabung, sowohl für Zuschauer als auch für den Videoersteller. So, ich suche mir noch eine Tasse Kaffee für die nächste Prüfung am Mittwoch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt da oben auf Abonnieren für weitere YouTube-News und Tech-Videos. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch auch noch 2 ältere Videos hier unten mit anschauen und ansonsten, bis nächste Woche. Ciao.